Hallo und herzlich willkommen zurück bei Greytale Games Staffel 1 mit Game of Thrones Staffel 1 Episode 6 und wahrscheinlich der allerletzten Folge für diese Staffel. Ja, in der letzten Folge wurde Ironrath eingenommen, Roderick ist schwer verwundet geflohen, was aus Talia geworden ist, wissen wir nicht. Elena wurde verschleppt, unsere Mutter ist gestorben. Ja, und jetzt sind wir nochmal im North Grove und gucken uns dort die Folgen unserer Taten an. In der wahrscheinlich letzten Folge dieses Formates hier, dieser Staffel. Oh, das hätte sie gesehen, ne, wenn wir das Herz rausgeschnitten hätten. Das wäre unschön gewesen. You did the right thing. Danke. I did what I had to do. She was your friend. Naja, immerhin versteht sie es, das ist ja schon mal ganz gut. Die können sehr schnell Scheiterhaufen bauen. Das muss man ihnen mal lassen. Tja, danke Cotta für alles. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, was Gared der North Grove jetzt nutzt, aber wir sind hier angekommen. Dank dir. Your arrival has changed everything. Even though we've been preparing for it all our lives. Now we don't have much time. We were sent here for a reason. To protect the North Grove. Winter is coming, and we have a role to play in the war to come. Our father never would have wanted us to stand by and see House Forrester fall. Not while we can still do something about it. It's too late to reach Ironrath. It may already be lost. Gregor trusted you for a reason. You know defending House Forrester is the right thing to do. You're the one they sent, Gared. You should be the one to decide. Ironrath ist verloren. Schützen den Nordhain, aber ja, heißt es denn, dass wir dann noch losmarschieren können? Wir machen jetzt erstmal, was Lord Gregor uns gesagt hat. I will respect Lord Gregor's dying words. The North Grove will never be lost while we breathe. We will defend it. Ja, ich hoffe, dass man dann in der nächsten Staffel oder wann auch immer noch dann südwärts marschieren kann. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Cersei uns jetzt den Arsch rettet. Aus irgendeinem Grund. Oder ob wir hier die letzten Schritte mit Mira Forrester gehen. Ja, und Sarah guckt natürlich gerne zu. Bring forth the next prisoner! This young woman is accused of murdering a loyal servant of the king. Who here bears witness to her crimes? I will speak to them. This woman is a traitor and a murderer! Shameful! Take her head! Kill her! She's A innocent! disgrace to her family name! Spare her! Mira Forrester, in the sight of gods and men, and in the name of the king, End I sentence you to die. Shame! Raven! Kill her! If you have final words, Hey! speak them now. She's innocent! Traitor!
Tja. Ja, passiert noch was oder nicht mehr? Ach, Tywin ist gerade. Also. Ja, das war Lady Mira. Das war die Staffel, nehme ich an. Iron from Ice spricht sehr dafür. Kommt doch noch was? Ja, ich habe jetzt echt das Gefühl, in dieser Episode alles falsch gemacht zu haben. Aber ja, jetzt nach Süden zu marschieren, dann hätte ich ja nur die Nächsten in den Tod geschickt. Die Macher werden mir dann in Staffel 2 schon sagen, was sie mit mir vorhaben. Eigentlich war ich auf seiner Seite, aber jetzt nach Süden zu marschieren, da habe ich halt wieder Wissen genutzt, was ich nicht habe, ne? Er kann ja nicht wissen, dass Iron Mars schon gefallen ist im Prinzip. Aber was mache ich hier oben jetzt? Das war die Entscheidung auch wieder. Eigentlich beschütze ich hier jetzt gerade eine Armee von nutzlosen Blutzombies oder immer weniger zu kontrollierenden Blutzombies. House Forrester. They were nothing but Stark loyalists. And the Starks are dead. Are you listening, Reek? Father wanted to make sure they'd bend the knee. And what do I find? A child lord. Ethan the Bold. With his bulldog sentinel at his side. As if I'd be afraid. And I thought, oh, this is going to be fun. Mira was so devoted when we first came to King's Landing. Grandmother, that day Cersei dragged her before the throne, she claimed loyalty to me right in front of her. And then, after that whole business with Tyrion, I thought she knew how to stay loyal when it mattered. But then there was that day when she pushed me to ask Joffrey for help, when he ripped my dress. It was bold, I'll give her that. But I can't forgive that she used me. And now, with all that's happened to her, who knows what else Mira was doing without my knowledge? Grandmother, it makes me question if she was ever loyal to me at all. I saw something of myself in Gared Tuttle. I thought I could trust in him, Sam, but I was wrong. He gave me his word that he'd stay true to the vows he'd made in the Godswood. Yet before a day was out, her brother was dead at the foot of the wall. I needed his sword at Craster's. I defended him to Frostfinger, and it cost me. Whatever happened up there, a man of the Watch doesn't run away. Who should return then? But another Lord Forrester. Roderick. He was quite the bold one, Reek. He killed the man who betrayed him. And ruining Griff's little humiliation by climbing out of the mud again and again and again. I was rather starting to like him. And then I thought, let's play a game. That's when the fun really started. There was something about Asher Forrester. You would have liked him, Miss Sandai. He was rather earnest, I suppose. But he had heart, fighting with a former slave by his side. Asher needed my help. I needed to know if he deserved it, so I tested him. But I
was disappointed. He seemed a man who cared of nothing more than the moment. But afterward, his uncle told me the truth. That Asher had been protecting his friend, a former slave. He had gave up all he came here for to protect her secret. He earned my respect in the end, if not my help. I wish I could have done more for him. Perhaps, if I had, things would have turned out differently. Loyalty. Friendship. Respect. Without them, we have nothing. I don't know if Mira ever understood that, grandmother. I know she told me the truth about Sarah, but she also broke a promise to Sarah to keep a secret. In the end, I respect that she was willing to do whatever it took to get what she wanted. But at so high a cost. Roderick. I could have told him this story wasn't going to have a happy ending. His brother dead, his mother dead, his little pile of timber in ruins. I just wish I'd been there to see it. That Bolton bastard let their upstart houses go to war, Father. I know these foresters. If they had any sense, they'd know when to bend the knee and live to see another day. They were clever, I'll give them that, but far too sentimental. Ruled by emotion when they should have been smart. Ja, ich habe gespielt wie ein echter Forester. Wie ein echter Nordmann, ja. The Starks are dead. The war is over. And they lost. Du und 37,4% haben instinktiv und aufrichtig Haus Forrester verteidigt. Und am Ende war alles umsonst. Ryan ist tot. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass, wenn ich Griff gefolgt wäre, ich Ryan hätte retten können. Ich hätte mich trotzdem so entschieden, glaube ich, weil ich wirklich die Hoffnung hatte, dass so das was werden kann. Ach, Sir Royland Roderick? Überlebt, Talia auch. We don't have much time. Tja, und Roderick wieder am Rand des Todes. Der Abspann gerade war übrigens sehr, sehr cool gemacht, finde ich. Ach, und Beskar hat Ryan gerettet. Beskar! Sehr gut. The Basilisk. Hüter. Lord von Ironrust. Ja, eine Platin-Trophäe. 34,1% und ich haben gelogen, wodurch Sarah entlassen wurde. Also eine Minderheit. 79,7% haben sich geweigert, Morgryn zu heiraten. 52,5% haben Cotta den Gnadentod gewährt. 29,3% haben Lord Whitehill getötet und Ryan nicht gefunden. Und 41,9% sind geblieben, um den Nordhain zu verteidigen. Ja, das war die letzte Episode von Staffel 1 von Game of Thrones. Sehr, sehr eindeutig, dass da eine zweite Staffel kommen wird. Und man muss sagen, von der Düsterkeit und vom Ton her war das einer letzten Game of Thrones Folge auf jeden Fall würdig. Muss man mal wirklich so sagen. Ja. So diese ganzen Sachen, ob die Entscheidungen sich ausgewirkt haben, ob das Sinn gemacht hat, sowas kommt dann meistens später, das kann man kurz danach ja selten sagen. Was ich sagen kann, ist, dass mir das von der Tonalität her wieder sehr, sehr viel besser gefallen hat, das Ganze. Die Entscheidungen waren wieder mehr so, dass ich wirklich gedacht habe, okay, das ist wirklich schwierig, da geben sie mir nicht so eine eindeutige Entscheidung.
Es war schön düster. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Staffel 2, weil da jetzt ja mit Mira ein kompletter Storystrang einfach wegbricht. Ob sie den in irgendeiner Art und Weise ersetzen oder ob Spieler, die sie jetzt geopfert haben, dann halt einfach wirklich einen kompletten Storystrang nicht haben und damit kürzere Episoden. Das sind alles Sachen, die mich sehr interessieren. Und ja, da bin ich mal gespannt. Oh Gott. Wie sich das in Staffel 2 dann alles so ausgehen wird. Die wir dann aber wahrscheinlich ja wirklich erst in 1 bis 1,5 bis 2 Jahren sehen. Ja, und ich hoffe wirklich, dass Telltale bis dahin mal mit einer besseren Technik daherkommt, denn ich bin zwar keine Grafikhure, aber wie schon oft gesagt, dieses ständige Geruckel, diese Zonenwiederholer, dieses teilweise komplette Anhalten vom Bild, diese elendlangen Ladezeiten, das reißt einfach unglaublich raus. Also da müssen sie langsam mal was machen. Ist einfach so. Ja, nichtsdestotrotz bin ich insgesamt zufrieden mit Telltales Game of Thrones. War ein schöner Abschluss, schön düster, eines Game of Thrones würdig. Und ja, sagt mir gerne, wie ihr es gefunden habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Grauton. Ciao.